Einen schönen Mittwoch allerseits. Ja, wettertechnisch, naja, es hat geregnet heute Nacht. Nachts kann es ja immer regnen, nicht, wo wir alle im Bett liegen. Gut, heute ist der 8.7.19, jetzt sag ich schon wieder, 2020. Es ist jetzt 9:30 Uhr, pünktlich auf die Minute. Ja, Fanclub, Sandra, Cornelia, Inge und die Karin. Ja, das war's. Machen wir mal das Zitat zum Tage. Das kommt heute von einem, ja, ich enthalte mich da jegliche Meinung, den zu bewerten. Also, was mich anbetrifft, so zahle ich für die Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, mehr als für irgendeine andere auf der ganzen Welt. Das sagte der John Davison Rockefeller von 1939 bis 1937, also 98 Jahre alt worden. Und zwar ist er geboren am 8.7.1839, genau vor 181 Jahren. Ja, da hat er länger gelebt, als er jetzt tot ist, merke ich gerade, aber nur am Rande. Abschweifende Geschichte schon wieder. Gut, wir kommen zum Catchen. Gestern war wieder Trick 17 Tage beim HR4, wenn eure Karotten mal schwappelig werden und so gummiartig, kannst du einfach in kaltes Wasser legen, weil durch die Lagerung verlieren die Karotten ja Wasser. Und wenn ihr die da mal, was weiß ich, 2 Stunden, glaube hat er gesagt, ins Wasser legt, dann ist wieder alles wieder in Ordnung, sind sie knackig wie vorher. Dann hat er in Nordhessen eine 80-Jährige 5.000 € verloren. Die hat natürlich auch nicht gefunden. Und er hat ja bei der Polizei abgegeben, hat sie anonym in die Briefkaste geschmissen, die Brieftasche. Hat aber vorher seinen Finderlohn abgezogen, also hat ihn gleich behalten, was nicht richtig ist. Ja, wenn ihr was findet, solltet ihr das laut Gesetz komplett abgeben. Finderlohn wird hinten nach, weil der Mann oder die Frau, die das gefunden haben, zu viel. Ja, die hätte nur 160 €, hätte es da nur gegeben bei 5.000 €. Die haben mal 250 € behalten. Aber der Rentner hat gesagt, das ist in Ordnung, der Hauptsache, ich habe ja die mehr, also mehr, Hauptsache, ich habe das Geld wieder. Ich sage, morgen schon wieder. So, dann haben sie in den USA festgestellt, Vulkanaktivität in der Eifel. Also es hebt und senkt sich und dehnt sich und zieht sich wieder zusammen. Und das haben die da alles in den USA festgestellt, hier bei uns. Aber irgendwann wird einmal der Vulkan ausbrechen. Aber im Moment braucht es uns nicht zu kümmern, weil es könnte noch ungefähr 1000 Jahre dauern. Ich forsche Wissenschaftler wieder. Dann haben wir das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Was wir also haben, das ist ja alter Wahnsinn. Und das kostet ja alles Geld, nicht? So, hat festgestellt, wir trinken in der Corona-Zeit mehr an Alkohol. Ja, klar, und warum sitzt, kann man auch mehr dudeln als sonst. Ja, dann haben welche auf der Alm, so ja, Dinge gibt's ja gar nicht auf dem Planet. Jetzt hat da einer wollte Mutprobe machen und wollte einen Wurm küssen oder was, oder mit der Zunge berühren auf jeden Fall. Und der
ich glaube 30 war der, als der dann mit der Zunge an das Tier ran ist, und da hat das Tier dem in die Zunge gebissen. Und jetzt war giftig Kreuzotter. Und so, Otter ist doch an und für sich größer als ein Wurm, aber was für ein Wunder. Und dann hast du, naja. Und heute ist, gestern war ja der Tag des Kusses. Heute ist schon wieder so ein Tag der Mandelschokolade. Also, ja, die Menschheit hat Korn und Säure als so ein Scheißdreck zu erfinden. Aber nun ja, Catchy ist abgearbeitet. Es ist auch vollgeschrieben, brauchen wir Neues. Gut. Ich bin doch müde, das ist aber mit der Schlaferei, was ich da mache, das ist ja alles keine Schlaferei nicht. Da schlafe ich mal eine Stunde, da bin ich 2 Stunden wach und dann schlafe ich wieder eine halbe Stunde. Aber gut. So, jetzt sind wir bei der Wikipedia Hauptseite heute Morgen, also ich. Und da haben wir die bolivianische Staatsanwaltschaft hat gegen den früheren Präsidenten Evo Morales Anklage wegen Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten erhoben. Ja, das ist ja auch wieder so eine Sache ohne Worte, nicht? Gut, es hilft ja nichts, wenn ich hier. So, wer ist gestorben? Pavel Fieber, deutsch-österreichischer Schauspieler und Regisseur. Er war 78 und ist am 6. Juli gestorben, also vorgestern. Ja, das war's. Die anderen denke ich immer, naja, vielleicht Charlie Daniels noch, 83, US-amerikanische Country-Sänger. Ja, ist am 6. Juli auch verstorben. Dann was geschah an diesem Tage? In Wien stirbt der Chemiker und Physiker Josef Lochschmidt. Die sogenannte Loch-Schmidt-Konstante hat der entdeckt und das war 1895, also wo der gestorben ist. 1990, die deutsche Fußballnationalmannschaft wird im Olympiastadion in Rom durch einen 1:0 Sieg gegen Argentinien zum 3. Mal Weltmeister. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass das jetzt auch schon wieder 30 Jahre her ist. Das ist doch der Wahnsinn. Ne? Gut, dann wollen wir mal zum Fokus Politik. Also in Israel, in Israel haben sie die Kontrolle über die Pandemie verloren. Ja, wen das interessiert, also bei Fokus Politik, die schieben da natürlich einen ganz großen Frust. Und dann haben die Briten einen Skandal. Da verblasst der Tönnies-Gau total. Ich werde es nachher mal durchlesen. Da gibt es ja eine Anzeige wieder. Das Corona-Gutscheinpaket von brillen.de ist da. Ich brauche auch neu. Muss ich ja mal gucken, wie ich das wieder treibe. Also wenn ihr nach China reisen wollt, und das ist ziemlich kompliziert natürlich, vom Rollfeld ins Quarantänehotel. Ja, ist ja klar, dass die jetzt auch ziemlich vorsichtig sind darüber. So, das war es aber mittlerweile auch schon wieder im Fokus. Dann hat ja gestern der UN-Sicherheitsrat getagt, hat unsere Verteidigungsministerin hat die Sitzung geleitet. Und da gab es dann ein Veto, China und Russland blockieren Syrien-Hilfen.
Ja, scheinbar wollen die nicht, dass den armen Leuten da drüben da drinnen geholfen wird. Aber gut, das ist höhere Politik. Dann haben wir Schulöffnungen trotz Corona. Trump will Gouverneure unter Druck setzen. Der Mann ist ja wirklich unverbesserlich. Da steigert die Infektionszahlen noch und nöcher. Und er warnt vor politischen Eingespielen. Ja, dann hat die USA seit April an die WHO keine Zahlungen mehr getätigt. Und jetzt ist der Austritt aus der WHO vollzogen. Ja. Der Bullshit Boris, also der Verrückte von der Insel will ich ihn mal nennen. Der Boris Johnson zeigt Briten sein Hintertal. Naja, da können die da verzichten auf den fetten Arsch. Ja, also die Briten haben mittlerweile sehr, sehr hohe Zweifel an ihrem Regierungschef, ob der denn noch alle 5 Sinne beisammen hat. Aber sie haben ihn jetzt gewählt. Nicht? Also, jetzt will der Landrat vom Kreis Gütersloh will jetzt eine Tönnies-Rechnung schicken wegen dem Corona-Ausbruch. Ja, das ist jetzt dann auch wieder so zwiespältig Geschichte. Wahrscheinlich kommt es dann wieder vor die Gerichte, nicht? Dann haben wir hier Studie zu Erziehen und Pflege. Den Jugendlichen fehlt der Anreiz bei sozialen Jobs. Das ist ja klar. Wenn ich mich irgendwo bewerbe in der heutigen Zeit, ist das halt nur mal so, da gucke ich doch erst mal, was kann ich da verdienen im Nachhinein. Ja, und nicht, ja, das möchte man halt einen Spaß, der anderen zu helfen oder, und ja, es ist Verdienst ganz einfach. Ich habe ja gestern, haben die das gerade gesagt, es gibt ja eine riesen Diskrepanz zwischen Krankenpflege und Pflegekräften. Also die im Krankenhaus arbeiten und die in so einem Pflegeheim arbeiten. Und ich sage es immer wieder, weder die Krankenhäuser noch die Altenheime oder Seniorenresidenzen, wie das hier heute so schön heißen mag, ja, die gehören in eine private Hand. Ja. Und der Staat, der hätte dafür zu sorgen, dass das alles im vernünftigen Rahmen abläuft. Krankenhaus, das muss nicht unbedingt Gewinn machen. Jetzt schon, ja, wo es Aktionäre gibt und was weiß der Teufel was alles. Dann auch die FDP fordert Überprüfung aller Corona-Regeln nach dem Gütersloh-Urteil. Die CDU will eine verbindliche Frauenquote verordnen. Die CDU hat, glaube ich, 27% Frauenanteil bei den Mitgliedern. Ja, das heißt, dass hier 73% männliche Mitglieder sind. Und jetzt sollen dann die vielleicht höher qualifiziert sind, ausgeschlossen werden, nur damit die ihre Frauenquote durchsetzen. Das ist ja alles ein bisschen Irrsinn. Aber gut. Jo. Der Herr Karl Lauterbach, das ist der SPD-Gesundheitsexperte, Professor seines Zeichens, der sagt, nach Gütersloh, also nach diesem Urteil, sind auch weitere Lockdowns möglich.
Das Seehofer lehnt Rassismusstudie weiter ab. Ja gut. So, jetzt der Olaf Scholz, Finanzminister seines Zeichens, spürt den Wumms. Ja, Vizekanzler preist der Aufschwung. Ja, also ich habe ja hier mal Renteanpassung gekriegt, nicht Renteerhöhung. Da habe ich 29,27 €, glaube ich, mehr bekommen. Und das habe ich dann in die Soziale Hilfe West gleich weitergeleitet. Und das haben die mir dann da abgezogen. Also bleibt bei Geld im Monat immer das Gleiche, solange ich halt von der Soziale Hilfe West aufgestockt werde. Ja. Wenn man es jetzt so sieht, die 20 €, das ist ja keine Aufstockung in dem Sinn, das ist ja lächerlich. Aber das ist auch wieder nur am Rande. Ja. Maske auf und durch, sagt die Kanzlerin. Naja. Gut, wir gehen zu der Unterhaltung. Da ist uns vielleicht was Lustiges beschert. 30 Jahre ist jetzt der Günther Jauch bei RTL. Ja. Über seinen größten Skandal schweigt Günther Jauch. Das war doch damals mit dem Stern TV, glaube ich. Das steht jetzt hier nicht, ich nehme das an, wo die den da irgendwie veräppelt haben. Was? Die Cora Schumacher. Ja, das ist, glaube ich, die von dem anderen Schumacher da, von dem Kleinen. Die sucht jetzt im TV nach einem Mann. Und die Frau Wulni, wenn das auch wieder ist, die hat einen Wutausbruch auf Instagram gehabt, wegen Kritik und Türkei-Urlaub. Von mir aus können die im Jahr 10-mal nach der Türkei fahren, ist mir wurscht. Dann haben wir hier einen Schnappschuss, die Viktoria Swarovski. Ihr wisst, zeigt ihre Mama auf Instagram. Der Josh Brolin wird zum 4. Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch. Die Brolins erweitern sich, sagte dazu. Ah ja. So. Jo. So, die Love Island Stars. Die Sendung kenne ich auch wieder nicht. Yasin und Samira werden Eltern. Auch herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich muss wieder mehr Fernsehen gucken, um hier mal ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Ja, das muss man so sehen, ja, dass ich völlig abgehängt bin, prominentemäßig, ja. So, dann bei Heim und Garten bin ich nun gelandet. No, was ist ja jetzt wieder? Ich bin hier wieder mal. So. Das darf nicht in die Spülmaschine. Also hier ist da eine Liste. Also Vorratsdosen auf gar keinen Fall, also diese aus Plastik, weil das ist einfach zu heiß, das Wasser. Dann nach Hitze und Trockenheit, worauf Sie bei der Gartenpflege 2020 achten sollten. Rasensprenger im Test, das ist auch so was. Ich habe es ja hier gesagt, dass die einen Bericht gemacht haben über diese
Grundwasserentwicklung in Deutschland und dass es da ziemlich, ja, müde aussieht, sage ich es mal so. Und Rasen muss man nicht sprengen, der erholt sich wieder, wenn es echt einmal durchregnet. So, da gibt es ein einfaches Mittel zur Pflege von wertvollen Uhren und Schmuck. Na ja, gut, ich besitze weder das eine noch das andere. Gut, ja, das haben wir ja alles schon einmal hier gehabt. Wir gucken jetzt mal regional. Wird die Kaiserstraße nun für Autofahrer gesperrt in Friedberg? So, sie soll also erst einmal das Bürgerbündnis Wir fordern, dass erst einmal für 4 Wochen ja, die Kaiserstraße für Autos gesperrt wird. Ja. So wollen sie es mal dann probieren. Ja. Graham Schören, solidarische Landwirtschaft, idealistische Gedanken und feste Probleme haben die Bauern. Ja, die Bauern haben immer Probleme, weil ich habe es ja hier schon mal erwähnt, sie sind Unternehmer und haben halt unternehmerisches Risiko, das halt auch vom Wetter abhängt. Ja, das muss man so sehen. Ja, aber gut, das ist auch wieder nur so ausschweifende, ja, abschweifende Meinung. Ein Polizist erschießt Mann nach Messerangriff. In Mainz, ja, ist die Polizei auf einen bewaffneten Mann getroffen. Pfefferspray und Taser kommen zum Einsatz. Und dann hat ein Polizist geschossen. Ja, wenn alles andere nichts mehr hilft, ihr Leute, was willst du denn machen als Polizist? Na, soll er sich abmurksen lassen? Das 57 Jahre alter Mann war das. Ja, diese Taser, das sind ja diese Elektropistole. Und das war einfach nicht zu stoppen da, gell? Ja gut, es ist wie gesagt, wer sich halt in Gefahr begibt, der kommt darin um. Das muss man so sehen. Ja, hier haben sie einen Ex-Bundesliga-Profi bei Spiel gebissen. Ich weiß ja nicht wohin, ich habe es jetzt mal aufgemacht, aber die Website ist leider nicht erreichbar. Ja, mein Empfang ist auch hier im Moment ein bisschen schlecht. Ob es am Wetter hängt, weiß ich nicht. Mal WLAN, weil ich ja hier mit dem Große mache ich ja über den normalen PC. Ja, es ist keine Verbindung mehr da zu meinem WLAN. Das ist nicht so schlimm, wir wären sowieso durch gewesen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Mittwoch. Bis heute Mittwoch, ja, heute ist Mittwoch. Und so, jetzt ist er wieder da. Und jetzt wollte ich euch das mit dem Polizisten noch erzählen. Wenn es denn noch aufgeht heute. Was habe ich gesagt? Ja, einen schönen Tag wünsche ich euch. Und ich versuche es euch vielleicht mal. Ich sage Servus, Goodbye, Arrivederci, so long. Macht's gut. Bis morgen. Bleibt mal gesund. Tschüss. Ach so, Button wieder suchen.